Wie übel, wie übel, wie übel. Ich überlege die ganze Zeit in meinem Kopf, mit welcher Hand soll ich 3 machen und mit welcher Hand. Sonst kommt das 93 oder irgendwas. In dem Areal kann man sich keine schlimmere Verletzung zuziehen. Kann das sein, dass mir sowas in so einer Situation passiert? Wenn ihr dann so da liegt, dass er weiß und auch daran glaubt, dass er wieder ganz, ganz stark zurückkommt. Auf dem Platz weint. Die anderen gehen wieder raus, die gehen Diagnosen, die keiner hören will. Natürlich hart arbeiten, um zurückzukommen. Fakt ist, das wird mich nicht abhalten vom Glauben. Das ist der Mann, der mich wieder fit machen wird. Das ist mein Reha-Trainer. Und what did we say? 5 months? 5 months. 5 months. Wir gucken. Aber es ist kein Problem. Wenn das länger als 5 Monate ist, schneidest du das raus, okay? Ich war das erste Mal jetzt nach der Verletzung wieder im Stadion. Wir haben gegen Bremen gespielt und war für mich schon sehr ungewohnt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich wusste, okay, ich kann endlich wieder Fußball sehen, ich kann endlich wieder ins Stadion. Hast du das drauf? Tritt einfach meinen Schuh. Und hatte auch echt Bock drauf. Deswegen habe ich mich zu den Zuschauern gesetzt. Da wurde sich auch dann drum gekümmert. Auch, dass ich nicht zu viel Treppen steigen muss, weil das auch mit den Krücken nicht so einfach ist. War dann zur Halbzeit unten beim Interview und es hat sich echt gut angefühlt, wieder so nah dabei zu sein, wieder so nah dran zu sein. Also wie er da durchgelaufen ist, war Hammer. Gut? Gutes Tor? Richtig geiles Tor. Scheiße. Sag das doch nicht. Ich hab das von doch dem Werker verpasst, gekriegt. Mann. Von links aus nach rechts rüber. Und dann schießt der, Torwart war zu weit draußen, hat er gesehen, eine schöne Bogenabfrei. Tut ein bisschen weh, sage ich ehrlich. Ich wäre lieber auf dem Platz. Ich würde sehr, sehr gerne mitspielen. Das zweite Tor habe ich nur gehört, dass es sehr gut gewesen sein soll. Freut mich aber sehr für Xavi. Hat sich das verdient. War jetzt auch in dem Schuh, musste auch auf Krücken gehen und erstes Spiel direkt 2 Tore vor der ersten Halbzeit. Of course, we have Babacar. He is the boss of everyone, but Benny is the one as well. I remember when I came here, he told me, yeah, if you need something, I can help. I'm here. When I got injured as well, I never had this time off from football. So now what I can do is work on my mental health and work how I can do better. I told myself, okay, it's gonna be a long journey. Natürlich ist es ungewohnt, nach all dem, was ich die letzten Wochen erlebt habe, mit dem nur auf der Couch sitzen, den Fuß noch hochlegen, bis hin zu, okay, ich gehe jetzt ans Spielfeld ran und das fühlt sich gut an. Top, dann kommt Aslan jetzt auch mit. Aslan kommt auch? Wir haben Aslan verpflichtet. Ich möchte so auf TikTok. Dankeschön. Du siehst sehr schön aus. Schönen Tag. Danke dir auch. Gib dir mal ein Trikot. Das ist eine Sache, die wirklich immer besonders ist, wenn der Spieler sich das sieht und weiß genau so, ey, normalerweise wäre ich dabei. Leider bin ich nicht dabei, meine Jungs sind dabei, die regeln das und die denken an mich. Wir haben vorher darüber gesprochen, aber ich denke, an dem Spiel lagen wir erst einmal 0-1 hinten. Deswegen haben wir gehofft und gebetet, dass wir in Führung gehen, dass wir genauso das zelebrieren können. Es gibt einem absolut viel, wenn man sieht, dass die Jungs an einen denken und in dem Fall Baba erstmal einen riesen Sprint hingelegt hat und das Trikot dahin gebracht hat und die Jungs das alle genommen haben und das hochgehalten haben. Die Jungs hatten schon ein Tor gemacht, aber das war andere Seite. Da ich nicht fit bin, bis dahin zu laufen, war ja schwer für mich. Dann habe ich gesagt, okay, ich warte. Zweite Halbzeit, drin ist ein Blatt. Es ist halt wichtig, gerade in so einer Phase auch der Mannschaft zu zeigen, dass du immer noch Teil des Teams bist, dass du für den Erfolg brennst, auch wenn du auf dem Platz gar nicht helfen kannst. Spieler, die vorher verletzt waren, wieder zurückkommen sind, wie David und Xavi, habe ich denen halt vorher auch geschrieben, habe gesagt, ihr seid wieder zurück, ist euer erstes Spiel, genießt das, wir brauchen euch.
Ich habe Riedle zum Beispiel auch geschrieben, es wird nicht dein erstes Bundesligaspiel sein, sei nicht nervös, freu dich einfach drauf. Ja, super. Hi, servus. Hi. Wenn du was machst, sagst du Bescheid. Der Gegner ist gleich. Korrekt. Ja, korrekt. Familie Baku. Verstärkung brauchst du immer als Verein, weil die Ziele sind immer hoch. In dem Fall Neuverpflichtungen brauchst du natürlich auch jemanden, der dann der Mannschaft weiterhelfen kann. Wenn dir ein Spieler wie Benny wegfällt, dann brauchst du ja einen adäquaten Spieler, der das auch durchboxen kann. Jawohl! Ja, noch! Ja, noch mit! Gute Besserung noch! Danke dir! Dann nach dem Spiel auch unten und komplett das Gefühl von, ich bin ein Teil davon und auch wenn ich nicht auf dem Platz gerade helfen kann. Hey, Roger! No, ja, you said you are fast! Kann mit der Mannschaft feiern, kann ich mit der Mannschaft freuen, war danach in der Kabine, was ich sehr, sehr schätze. Das ist Baba, das ist mein Bruder, mein großer Bruder. Der hat einen Sprint gemacht. Dafür, dass das Trikot dahin gebracht wird, oder nicht? Ja doch. Woher, Mama? Eine hoch auf dich! Eine hoch auf dich! Eine hoch auf dich! Benny ist erstmal Benny. Ich habe ihn kennengelernt seit 2019. Sofort hat gepasst, weil hat Humor. Und wenn du einmal mit Benny gesprochen hast, weißt du genau so, der ist ein Ehrlicher. Was er sagt, das ist auch gemeint. Und wenn ein neuer Spieler hier kommt, stell dich vor, er spricht ja Englisch, er spricht Deutsch. He has the connection with the French guys as well because he speaks French. So he is the line between the French guys and the German guys. With a smile on his face, I would say, and that brings a lot of joy into the group. Und das gibt er auf dem Platz und deswegen, er ist momentan nicht bei uns, aber wir vermissen ihn. Und wenn wir ihn immer sehen, er spürt das auch, diese Liebe, dass er hier bei uns hat. Aisha, Aisha, écoutez-moi. Aisha, Aisha, écoutez-moi. Ich glaube, dass wir hier den Fall haben, dass wirklich jeder mit jedem kann. Ich glaube, wenn du dich außerhalb vom Platz gut verstehst, und das sind somit die Basics, umso besser verstehst du dich auch auf dem Platz. Und dann lernst du es auch zu schätzen in so einer Phase, dass die wirklich auch alle helfen. Und es sind aber nicht nur die Mitspieler, sondern generell alle vom gesamten Verein RB Leipzig. Vincent, was geht? Heute wird ein bisschen gepumpt. Und das ist eine Oberkörper-Session filmen. Ist auch das Gute bei RB, wir haben halt oben ein Gym, das direkt in unserer Kabine ist, und wir haben halt unten ein Gym, einen Laufschlauch, wo ich alle Übungen auch machen kann. Und ich habe auch gesagt, ich würde gern so oft es geht unten trainieren, weil ich einfach nicht sehen will, wie die Jungs immer rausgehen zum Training, wie die reinkommen vom Training, weil mich das doch innerlich zerfressen würde. Ich will da meine Ruhe haben, will da meine Musik machen und dann einfach Gas geben. Of course he has the support and the love of his family and his friends, but at the end he will be at night in his home and it will be a battle, Benny against Benny. And then is when the game starts. Ab um 9:30 Uhr dann die erste Einheit, entweder Oberkörper-Krafttraining oder Cardio, auch Oberkörper. Hast du meinen Bizeps drauf, Bruder? Sieht der gut aus? Sieht richtig gut aus, Alter. Hier, hinten gewisses, ja. Aber kleiner als ich. Na, ich hab größer. Was redest du? Narbe? Hab ich Sehne. Oder meine ist länger. Dein Name ist länger, meine Sehne ist größer. Meine Sehne ist länger. Aber wie war es mein Reha, Bruder? Wir pumpen zusammen. Die 8 ist in Gefahr. Kein Problem. Schwerer Griff. 7. Yes. Ohne mich. Yes. Wow. Und dann habe ich halt Beinkrafttraining. Kannst du dir gerade so vorstellen, dass ich so viel meine linke Seite trainiere, so viel meine linke Wade auch trainiere, die einfach stärke. Hast du Lust, dies zu machen, Benny? Ist okay? Ja, ist gut. This gives Benny some strength in both his legs. 8, 9. When he cannot run, this gives him some strength in his legs, which we need to maintain. So when this comes off, he's ready and he has a base strength to start walking and his rehab for his Achilles.
If I'm honest with you, of course he has a big injury, but we don't see it that much because he's that guy. Like he's all the day smiling and making jokes, even now the situation he is into. But I know myself, he's laughing with us, but when he's at home, it's a tough game that he's having. Benny zu verstehen ist nicht schwer, weil Benny ist ein ganz normaler Mensch, die Leute helfen kann, die Leute so Tipps geben kann, die Leute also zuhört, auch wenn die mit ihm reden. He is the connection guy. He's the one that really helps the foreign guys and to make them feel comfortable. And having someone in the team like that, it's really important. Tu veux manger quoi? Ok, attends. Chef! Pour deux, please. Pâté de... Hey, Nusret! Benny, quand tu l'as dit. Die Jungs, die sind ab und zu mal viel miteinander und zusammen. Machen ja viele Sachen und reden auch manchmal ihre Blödsinn, solche Sachen. Wenn ich dabei bin, ja, dann reden die ja nicht mehr, weil die sagen, oh, der Bauer sitzt hier, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Bruder. Ey, Marc, guck mal, ne, ich muss euch eine Sache erklären, das ist Marc, ne? Marc ist mein deutscher Bruder und egal welche Verletzung du hast, Aslan, zeig mir mal kurz die Bewegung. Bei Marc in der Reihe musst du immer diese Übung machen. Das ist kritisch für Fußball. Egal, ob du Schulterverletzung hast, ob dein Zehennagel gebrochen ist, egal was, immer diese Reha-Übung bei Marc Palmer. Wo Aslan oder Hugo sagt, Benny ist nicht da, jetzt packe ich alle von meiner Sache hier. Und einen Tag bevor Benny kam, habe ich gesagt, Aslan, Benny kommt, dann muss ich alle meine Sachen raus, weil vor Benny habe ich ja Respekt, weil er mir immer viel hilft. Dann habe ich gesagt, okay, wenn er was macht, hat er auch Hand und Fuß. Klar, das ist nicht, dass er beim Training jedes Mal alles top macht, aber dafür ist der Trainer da, würde ihm seine Meinung sagen, dann hört er so, dann weiß er das und setzt er um. Deswegen schätze ich ihn, liebe ich ihn und ein Herz. Ich küsse dein Herz. Ich schicke das jetzt Dani Olmo. Now you laugh. Dani, look. What injury you have, Aslan? Hamstring. Doesn't matter. Dani hat die Übung durchgespielt bei Marc. Schon ein paar Mal gemacht. Der hat die Übung durchgespielt. Fußball ist sehr schnelllebig und genau in so Phasen, du bist vielleicht für Jahre mit einem Spieler jeden Tag zusammen und von jetzt auf gleich wechselt er ins Ausland und natürlich bricht dann der Kontakt ein bisschen ab. Mit Domi ist es so, dass wir jeden Tag reden, er ruft auch häufig an und dann ist er zum Beispiel in der Kabine und dann rede ich auf einmal auch wieder mit Ibu Konate, weil er dann neben ihm sitzt und so pflegt man halt den Kontakt, vor allem jetzt Dani, der ist ein Jahr später gewechselt, okay, wie ist es, hast du ein Haus gefunden und wie ist das Leben da und bist du happy? Was bei uns halt ist, wir reden jeden Tag über Snapchat. Das ist einfach so, wir haben da so eine Feuerserie aufgebaut und ja, so sehen wir uns auch jeden Tag. So today we have jollof rice from Ghana, Dani Kofi Olmo, you like it? Dominic Kwame Shobosla, you like it? Sehr gut, Bruder. Was machen wir jetzt? Ach, keine Ahnung. Joschko, was machen wir jetzt? Nichts, Bruder. Trainingslager? Dani Olmo, you're real Ghanaian. Wenn du dann mit deinen Freunden so Erfolge feiern kannst und Pokale gewinnst, freust du dich nochmal mehr. Wenn man dann sieht, vor allem 2023, wie wir dann danach gefeiert haben und wie sehr wir uns gefreut haben. Das war nicht ein Gefühl von, ja, wir haben schon wieder gewonnen, sondern es war ein Gefühl von krass, wir sind in dieser Gruppe, wieder eine neue Konstellation und wir haben es mit dieser Mannschaft auch geschafft. Wo wir dann abends zum Beispiel auch feiern waren und die Freunde und Familien waren alle dabei und da ist halt dann wirklich so was entstanden, was halt so eine Freundschaft ausmacht. Vielen Dank, sehr lieb.
Also, Domi und ich machen heute alleine Party in Leipzig mit dem Pokal und den Fans. Vielen Dank für alles. Und jetzt haben wir genug geredet, jetzt lassen wir es einfach krachen. Dankeschön. Training. Wir sind gerade hier in Österreich beim APC, Athletic Performance Center von Red Bull. Und ich bin jetzt hier 1 Monat und 1 Tag nach meiner Verletzung und Tag 15, wenn ich die Reha mache. Und trage noch meinen Schuh, bin noch auf Krücken. Lässt jetzt nach für dich? Wo hast du das Gefühl, wenn du auftrittst, dass du was merkst? Schon an der Nabel. Schon in dem Bereich hier? Ich sehe absolut Fortschritte. Ich habe mir jetzt heute zum 2. Mal den Schuh verstellt. Das heißt um 0,5 Grad nochmal nach unten gestellt. Das heißt, dass der Fuß jetzt nicht mehr so ist, sondern vielleicht so. Ich kann auftreten ohne Schmerzen. Wow. Ey, drück wirklich nicht durch. Aber da hast du gestern nicht gedrückt, ne? Nee, da war ich gestern nicht. Es gibt hier so ein Schlüsschen, tust du rein. Dann kannst du halt den Schuh hier wirklich um eine Stufe nach unten bringen. Dann wird der Schuh, der jetzt gerade so ist, ein bisschen angehoben. Und es wird immer ein bisschen mehr angehoben, 0,5 um jede Woche. Wenn ich an den Anfang denke, wo ich gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin, wo ich wirklich nur meinen Fuß hochlegen konnte, ist ein riesen Unterschied, ein riesen Fortschritt. Was ich mir selber auch gesagt habe in der Reha, a win is a win. Und auch ein kleiner Sieg sollte man auch feiern, weil es ist wieder ein Schritt näher Richtung normales Leben, Richtung Comeback. Rollstuhl-Frage. Lass mich schon mal. Kämpfe ich mich durch mit Krücken durch, aber ich werde nicht im Rollstuhl sitzen. Aber im Krankenhaus war ich gut, sag mal. Aber nur als meine Jungs da waren, die wollten mich halt rumfahren. Das ist was anderes. Wenn du im Krankenhaus da rumcruist und so. Oder kennst du diese Leute, die so komisch sind? Amudi, mach keine Faxen jetzt. Machen wir irgendwann. APC ist für mich ein Ort, wo ich eigentlich sehr, sehr gerne hinkomme, wo ich weiß, dass sich sehr gut um mich gekümmert wird. Du kommst auch nochmal in andere Gespräche mit anderen Sportlern und motivierst dich auch nochmal dadurch, weil du siehst, wie die trainieren. Das ist auch so ein bisschen einzigartig bei RB, was den Club auch ausmacht, dass man halt so eine Chance bekommt. Und wenn ich dann mal nach dem Training noch was mache, dann ist es vielleicht hier rausgehen. Man hat eine sehr schöne Aussicht, man kann es genießen, man hat sehr viel Ruhe und sich die Zeit auch nehmen, darüber nachzudenken, wo man gerade ist, was man gerade erlebt. Ich weiß auch, dass das für den Kopf auch nochmal wichtig ist, gerade in so einer Phase auch mal wegzukommen aus seinem Umfeld. Das ist nicht meine Stärke, geduldig zu sein. Und gerade jetzt in dieser Phase ist es sehr, sehr wichtig. Playing in the weekends, the games, being with the friends, but now you're a long time away from the pitch, long time away from the thing that you love. Man will auch dabei sein und man fühlt sich dann einfach so, ja, es ist einfach so, man fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt, weil man nicht auf dem Platz war, weil man nicht dabei war, weil man sich gesehen hat. Und Erzählungen sind schön und gut, aber auf dem Platz sein ist natürlich noch was anderes. Deswegen Geduld ist so ein Faktor, der ein großer Bestandteil meiner Reha sein wird. I think he's ready for it.
he knows that it's not that easy, and he has to survive this. You have to go through that. I think it's gonna make him even more stronger when he comes back. The hungry and the motivation to wake up every day and being blessed to play football again. Starke Bilder und zu Recht der Applaus natürlich auch als Aufmunterung nochmal für dich weiter zu kämpfen. Ich trainiere wirklich hart dafür, dass ich so schnell wie möglich auf den Platz gehen kann, weil das eine ist, dass ich das Fußballspielen sehr vermisse, aber das andere ist natürlich auch, dass ich die Interaktion mit den Jungs vermisse, weil da meine Reha auch zu anderen Zeiten stattfindet wie die Jungs, hast du nicht mehr diese Interaktion jeden Tag mit den Jungs. Ja, schön, Benny, die Kollegen von Profi von RB. Es gibt ja auch dann manchmal so das Gefühl von, okay, ich bin jetzt nicht mehr so der große Teil, der ich alles mitbekomme, sondern es hat ein bisschen abgenommen. Can somebody? You need help? Why do you need help? Can't you do anything? Hi 433 fans, if you want to win this shirt, make sure you follow the instructions below. Oh, one thing. Yeah, I see you. That's really smart, actually. Otherwise, your muscles are going to be imbalanced, probably, no? They are. Already? Yeah, because you can't really. Yeah, you're losing a lot of strength there. Lost like 5 centimeters here. Really? 5 centimeters already? If you would watch the doku, you could see. Riedle zum Beispiel kenne ich schon von der Nationalmannschaft und ich weiß ein bisschen, wie er tickt und natürlich wird er immer geflaxt und immer Witze gemacht am Media Day bei Shootings. Mama Nange. I like the fit. Thank you. Looking real good today. Yeah. I assume you look good always, but thank you. Especially today. I appreciate that. Yeah. Especially today. What is up, 43? I'm joined by two giants, Benny and Rile. Welcome, guys. Welcome. Okay, guys, we're gonna play a little game, and you're gonna have to play against each other. No, not on there. Okay, it's not on there. You can't look. Ah! So you already have one, so you're perfectly on time here for 9. So you've got like a minute left or something, don't worry. Okay. Time done already. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig für mich, dass ich weiß, dass ich immer noch ein wichtiger Teil des Teams bin, auch wenn ich nicht auf dem Platz bin. Alright, that's it, guys. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining. Thank you for the Bundesliga for making this happen. Thank you for watching. And we'll see you next time. Normalerweise, ich kenne nicht Benny, dass er Schwäche zeigt. Er darf den Glauben nicht verlieren. Er muss selber an seine eigene Stärke glauben. Dafür hat er genug. It's gonna be a tough battle, but you're gonna win it, and don't forget to trust the process. Er wird zurückkommen und er würde noch viel stärker kommen. Ja. Okay, sag mal einmal so gute Besserung und so, bla bla bla. Und dann sag mal einmal, guckt euch die Doku an und danach hat er alles drauf. Gute Besserung, Benny. Alles Gute, hä? Alles Gute. Dankeschön, mein Jungen. Und bitte, keiner soll diese Doku anschauen. Aber mein Jungs ist immer verlassen, der Support ist immer da, deswegen Dankeschön, Domi, Bruder, Dankeschön, Kutja. Bitte, 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 bitte.